Hallo, meine lieben Käferfreunde. Theodor Adorno sagt, dass Kunst notwendigerweise immer paradox sei. Denn Kunst müsse sich einerseits eine kritische Distanz zur Realität bewahren, andererseits müsse Kunst auch immer einen Realitätsbezug haben. Was Adorno hier so albern verschwurbelt ausdrückt, ist nichts anderes als seine ziemlich hilflose Kritik am Kunstbegriff der L'art pour l'art, der Kunst um der Kunst willen. Dieses herrlich beknackte Prinzip aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts, dem so Knorke-Jungs wie Victor Hugo und Oscar Wilde und Edgar Allan Poe angehörten. Und ich natürlich auch. Ich stimme da durchaus Knarf Rellem zu, wenn er sagt, du nervst mich schwer, denn du gehst vom Speziellen ins Allgemeine und ich vom Allgemeinen ins Spezielle. Womit wir schon beim Thema wären, nämlich dem 67er Käfer. In der vorletzten Sendung haben wir ja einen Blick geworfen auf die obere Palette der Käfermodellvielfalt des Jahres 1967, nämlich dem 1500er Käfer. Das war das Top-Käfermodell und heute machen wir es genau umgekehrt. Wir gucken nach ganz unten in die Modellpalette und da steht im Modelljahrgang 1967 der 1200A. Er heißt nicht mehr Standardkäfer, er heißt 1200A. Und auch der kommt noch nicht mit dem Erscheinen des Modells, nämlich zum Modellwechsel im Spätsommer 66, sondern der kommt später. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wir gehen vom Allgemeinen ins Spezielle. Wir werfen wieder Perlen vor die Säue, denn das mache ich besonders gerne. Besonders für euch. So, Flashback in den Sommer 1966. Was ist da los? Da ist Ludwig Erhard immer noch Bundeskanzler, aber nicht mehr lange. Warum? Eine erste leichte Wirtschaftskrise erfasst Deutschland. Das kennt man in der Geschichte der Bundesrepublik bis dahin nicht. Auch kennt man nicht, dass man auf einen Käfer plötzlich nicht mehr warten muss, wie sonst seit Erscheinen des frei zugänglichen Käfers, der mit der Währungsreform dann erstmals für die Normalbevölkerung zu kaufen war. Aber es war ja immer mit Lieferfristen zu rechnen. Und im Sommer 66, da kann man auf einmal zu Fleischhauer gehen oder zu Raphael oder zu Gottfried Schulz und kann einen Käfer bestellen und kriegt den dann auch sofort. Und das ist ein bisschen ein Alarmzeichen in Wolfsburg und richtig, kurze Zeit später bildet sich so eine kleine Käferhalde im Herbst 1966. Da zerbricht auch die Regierung. Man traut Ludwig Erhard nicht mehr zu, dass er diese Wirtschaftskrise, wobei das ist ein ziemlich witziger Begriff verglichen mit heute, dass er diese kleine erste Wirtschaftskrise lösen kann. Die FDP-Minister ziehen sich aus der Regierung zurück, die Regierung zerbricht und Kurt Georg Kiesinger kommt mit der Großen Koalition und versucht, den Karren, der so ein ganz klein bisschen in den Dreck gefahren war, man ahnt ja nicht, was noch alles kommen würde, dann wieder herauszuziehen. Und auch in Wolfsburg macht man sich natürlich Gedanken, wie man dieser Krise Herr wird. Und hinter vorgehaltener Hand gibt es natürlich schon seit längerem Kritik an dem auch schon erkrankten, sichtlich erkrankten Heinrich Nochthoff, aber keiner wagt es, diese Kritik offen zu äußern. Aber man sagt so hinter vorgehaltener Hand, der Alte hat das gar nicht mehr so richtig im Griff. Er hält immer noch an diesem Auto fest und natürlich geht die Richtung in Frontgetrieben, in Wasser gekühlt, aber Heinrich Nochthoff bringt so etwas wie den VW 411 raus. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Heinrich Nochthoff sich ausdenkt, um diese Krise zu lösen. Und das trifft nicht auf das Wohlwollen der Presse, denn Heinrich Nochthoff macht das hier. Er bringt wieder den VW 1200 raus. Den gab es nämlich schon gar nicht mehr im Sommer 1966, denn der billigste Käfer war damals der sogenannte 1300A. Das war ein sehr abgespecktes Modell, kein Chrom, nur lackierte Stoßstangen, lackierte Griffe, lackierte Kappen und aber mit dem 1300er 40 PS Motor. Einen 1200 gab es offiziell nicht. Natürlich konnte man ihn über einen Trick dann doch bekommen. Man konnte einen 1300A bestellen und mit einer Minderausstattung dann mit dem 34 PS Motor ausrüsten lassen.
Aber hier sagt Heinrich Northoff, jetzt bewerben wir auch wieder diesen VW 1200, denn das ist eine bewährte Kiste. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Dieses Auto hier sieht natürlich 1967 so alt aus wie kein anderes deutsches Auto. Es ist ja im Prinzip immer noch ein Produkt der späten 40er, Anfang der 50er Jahre vom Styling her. Und die Presse lässt natürlich kein gutes Haar an diesem eigentlich sehr interessanten Paket, was Herr Northoff hier geschnürt hat. Nämlich, er nimmt das Prinzip Sparkäfer, Standardkäfer oder 1200a. Das heißt, er lässt unnötigen Chrom, Schnickschnack weg. Er macht den 34 PS Motor wieder zum Standard. Die Haubenzierleiste gibt es gar nicht und Hörner an den Stoßstangen gibt es auch nicht. Es gibt auch kein zweites Hubziergitter. Hier ist also mit einem ganz spitzen Stift gerechnet worden und er bringt dieses Auto mit einem großen Preisnachlass auf den Markt. Und die Presse macht sich natürlich gescheit darüber lustig und lässt kein gutes Haar daran. Das hier ist zum Beispiel eine Titelstory aus der MOT von 1967 und da wird hier getitelt, dieser Wagen soll Northoffs Antwort sein auf die Kürzung der Kilometerpauschale, die höheren Benzinpreise, die Versicherungsprämie und der Subtext sagt, die Antwort auf die derzeitige Wirtschaftskrise. Und der Subtext sagt natürlich auch, das ist also dein Ernst, Heinrich Northoff, damit willst du es machen. Und diese Kritik der Presse ist sehr, sehr einhellig. Und Heinrich Northoff stirbt ein Jahr später und es wäre ja sehr interessant gewesen, wie er den Volkswagen-Konzern weitergeführt hätte. Heute in der Rückschau heißt es immer, naja, der hat die Entwicklungen verpasst, der war angeschlagen gesundheitlich und hat es nicht mehr so richtig auf die Kette gebracht. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, was war denn die Realität mit diesem Auto? Ist es denn angekommen? Und die Antwort ist ja. Sehr bombig. Die Leute haben das gekauft wie irre. Heinrich Northoffs Prinzip, was er hier nochmal ausgelebt hat, kurz vor seinem Tod, ist richtig aufgegangen. Dieses Auto hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Trotz dieses uralten Stylings oder vielleicht gerade deswegen, trotz dieses 34 PS Motors oder vielleicht gerade deswegen. Und der Preis tat natürlich sein Übriges, die Wolfsburger Verarbeitung auch. Kein Mensch hat damals nach frontgetrieben und wassergekühlt gefragt. Das hier war die Antwort, was die Leute wirklich dann gekauft haben. Und natürlich, VW erholte sich sehr schnell von dieser Krise und verkaufte dann im Jahrgang 68, 69 und auch 70 so viele Käfer wie nie zuvor. Die reinen betriebswirtschaftlichen Zahlen gaben Herrn Northoff recht, auch wenn heute in der Rückschau so mancher in diese völlig unberechtigte Kritik an Heinrich Northoff einstimmt und sagt, der hat die Entwicklung verpasst. Würde ich wirklich nicht so sagen. So, jetzt gucken wir uns aber endlich dieses Auto mal ein bisschen genauer an. Wir haben keine Frontzierleiste, wir haben aber wieder ein VW-Zeichen und das ist sogar verchromt. Wir haben keine verchromten, sondern lackierte Blinkerkappen. Wir haben keine Hörner, aber eine lackierte Stoßstange. Wir merken schon, das ist sehr interessant, dieses Paket, was hier geschnürt wurde. Wir haben kein zweites Hubziergitter, wir haben aber hier rundum laufende Zierleisten, allerdings wiederum nicht am Trittbrett. Vom Äußeren her ist dieses Auto sehr, sehr original. Eine Besonderheit hat es aber dann doch, es hat ein Fallschiebedach. Jetzt sagt er, Fallschiebedach, aber das ist ja eigentlich schon 1963 abgelöst worden vom Stahlschiebedach. Wie kommt denn das an einen, ich finde den Ausdruck beknackt, Dünnholmer dran, ist aber trotzdem korrekt. Dieses Fallschiebedach war das einzige Extra, was man mit diesem 1200a bestellen konnte. Man konnte keine Rückfahrscheinwerfer bestellen, man konnte keine Ausstellfenster bestellen, aber man konnte für 250 Mark extra sich ein Fallschiebedach ordern. Kein Stahlschiebedach. Das blieb dem 1300er und dem 1500er vorbehalten. Damit war aber dann auch mit dem Jahrgang 68 Schluss. Das hier ist der letzte Jahrgang, wo man ein Fallschiebedach ordern konnte. Und das macht dieses Auto natürlich heute jetzt sehr selten. Die Kombination Sparkäfer 1200a, man will also kein Geld ausgeben, aber dann trotzdem nochmal 250 Mark extra für ein Fallschiebedach, das haben natürlich nur sehr wenige Leute gemacht. Das macht dieses Auto jetzt sehr speziell. Ansonsten, wie gesagt, sind sehr viele von diesen Autos verkauft worden, die es im Übrigen nur in 4 Farben gab, nämlich hier in Fontana Grau, in VW Blau, in Rubinrot
und in Perlweiß. Wobei erstaunlicherweise die Leute meistens Fontana Grau genommen haben. Heute irgendwie schwer vorstellbar, aber wenn das frisch lackiert ist, sieht das eigentlich schon sexy aus, weil dieser sehr karge Chrom, den das Auto mit sich bringt, dann wirklich sehr schön zur Geltung kommt mit dem glänzenden Fontana Grau. Das sah im Laden sehr schick aus. So, wir gucken mal ein bisschen weiter. Er hat hier kein Chrom rund um das Ausstellfenster, aber er hat den Chrom an der Fensterschacht. Am Fensterschacht. Er hat kein Chrom, selbstverständlich nicht, hier in den Fenstergummis drin. Heute sagt man Core-Look dazu, eigentlich ein ziemlich beknackter Begriff. Das sind eigentlich Standarddichtungen. Und wenn wir jetzt mal hier ein bisschen rumgehen, ans Heck, wir sehen das typische 67er Heck mit der schon abgeflachten, aber immer noch deutlich längeren Haube als 1968 mit dem stehenden Kennzeichen. Wir haben keinen Schriftzug, auch das ist richtig. Den Schriftzug VW 1200, den viele hier vermuten würden, gab es nie. Es gab nur einen Schriftzug 1200, der ist aber nur dem 66er Modell vorbehalten gewesen. Zur Unterscheidung vom frisch eingeführten 1300er Motor gab es dann am 1200er Sparkäfer den Schriftzug 1200. Gab es nur ein paar Monate. Und der war auch klein und nicht so lang mit dem Vorsatz VW. So, was hier nicht stimmt, was es natürlich auch nicht mehr gibt, sind schwarze Endrohre. Der hier hat natürlich schon glänzende Endrohre, aber im Original hätte er schwarze Endrohre gehabt. Wir haben die typischen 66, 67er Fünflochfelgen. Wir haben die breite Spur des 67er Modells. Wir haben aber keine Ausgleichsfeder hinten dran. Das war damals auch ein großer Kritikpunkt und dem muss ich auch zustimmen. Die Ausgleichsfeder in Zusammenspiel mit der breiten Hinterachse ist eine deutliche Verbesserung der Straßenlage, aber alleine schon die breitere Hinterachse auch schon. Dieses Auto fährt sich im Übrigen auch sehr, sehr schön. Er ist sehr agil, er ist sehr leichtfüßig, man kommt gut in der Stadt damit zurecht. Auch das war damals natürlich ein Argument. Auf dem Auto lernt man spielend leicht fahren, ist ein toller Begleiter, auch für den Alltag, auch heute immer noch, hat einen sehr moderaten Verbrauch für einen Oldtimer und man kann dieses Auto wirklich damals wie heute empfehlen. So, was lernen wir jetzt daraus? Wir stimmen, und damit kommen wir dann endlich zum Ende, dem früh verblichenen Guido Westerwelle zu, denn es gibt natürlich Parallelen zu heute. Wenn in der Presse irgendetwas besonders niedergemacht wird oder gefeiert wird, sollte man gucken, wie sehen es denn die Leute draußen wirklich und was kaufen sie denn dann auch wirklich, obwohl die Presse was ganz anderes postuliert. So, also, ich komme endlich zum Schluss. Guido Westerwelle sagte einen sehr wichtigen Satz und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Die öffentliche Meinung ist nicht die veröffentlichte Meinung. Sacken lassen, das erklärt viel, gerade heute. Und jetzt haben wir wieder was gelernt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.